Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich Kalamari auf südfranzösische Art. Dazu gibt es neue Kartoffeln und eine Mayonnaise mit Knoblauch. Und natürlich gibt es auch noch einen schönen Kopfsalat mit einer Zitronenkräutermarinade. Da die Kartoffeln mit der Schale gegessen werden, müssen sie schön sauber gebürstet werden. Ich habe hier ganz kleine und gerade geerntete Kartoffeln. Die Kartoffeln werden nur in etwas Öl gegart. Da es frische Kartoffeln sind, die noch sehr viel Feuchtigkeit enthalten, geht das. Salz dazu, ein großzügiger Esslöffel Öl sowie ein Zweig Rosmarin und Deckel drauf. Zunächst wird ordentlich Hitze gegeben. Sobald alles anfängt zu brutzeln, wird die Hitze auf die kleinste Stufe reduziert. Die Garzeit beträgt gute 20 Minuten. Auch die Kalamari müssen abgewaschen werden. Bei den Tentakeln achte ich besonders darauf, dass sich kein Sand darin befindet. Das Ausnehmen der Tuben ist keine sehr schöne Arbeit. Bittet euren Fischhändler, das für euch zu übernehmen. Nun wird die Innenseite der Tube leicht eingeritzt. Die Innenseite erkennt man daran, dass sich dort Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche befinden, wenn man mit der Hand darüber fährt. Die Hautseite ist hingegen sehr regelmäßig und manchmal kann man auch noch einen Hautfetzen erkennen. Die weiche Innenseite liegt also oben und nun schneidet man mit dem Messer diagonal das Fleisch in Abständen von vielleicht 2 bis 3 mm ein, ohne es jedoch durchzuschneiden, da nur die Oberfläche eingeritzt werden soll. Am besten arbeitet man nicht mit der Messerspitze, sondern mit der gesamten Länge der Klinge, wodurch der Druck relativiert wird. Dann wird dieses Stück je nach Ausgangsgröße in 2 oder 3 Streifen geschnitten und diese Streifen werden dann weiter je nach Ausgangsgröße in 3 oder 4 Stücke geschnitten. Die Fangarme werden ebenfalls wie gezeigt zerteilt. So sehen die vorbereiteten Kalamari aus. Die so zubereiteten Stücke werden nun für 10 Minuten in Backpulver gelegt. Ein Teelöffel davon wird über alles gestreut, gleichmäßig verteilt und stehen gelassen. Das gibt mir die Zeit, die Knoblauchsoße zuzubereiten. Dazu nehme ich 3 Knoblauchzehen und reibe sie über diese Mikroplanreibe. Nun gebe ich einen Esslöffel Olivenöl dazu und verrühre die beiden Zutaten. Nach einer Weile wird alles dick. Nun gebe ich noch Salz dazu sowie einen weiteren Löffel Olivenöl. Alles wird weiter durchgerührt, so ungefähr 1 Minute, und als ich schon dachte, es klappt nicht mehr, hat die Soße doch noch Bindung angenommen und wurde dick. Nun habe ich noch einen Spritzer Zitronensaft dazugegeben, weitere 30 Sekunden eingerührt und zum Abschluss noch etwas Piment d'Espelette. Das ist eine spezielle französische Paprikasorte. Wer das nicht da hat, nimmt einfach den Paprika, den er sonst immer nimmt. Die Soße ist fertig und wird in den Kühlschrank gestellt. Die Kartoffeln werden einmal kurz durchgerührt und so gedreht, dass die gebräunten Stellen nun oben sind. Nun kann ich die Salatsauce machen. In eine kleine Schüssel gebe ich den Saft einer halben Zitrone, Salz, Pfeffer, einen halben Teelöffel Zucker und 2 Esslöffel eines neutral schmeckenden Öls. Alles wird ordentlich verschlagen und einmal abgeschmeckt. Des Weiteren werden klein gehackte Petersilie, Dill und klein geschnittene Frühlingszwiebel dazugegeben. Den Salat gebe ich schon mal in die Salatschüssel. Wer mag, schneidet ihn in mundgerechte Stücke und schneidet auch die Strünke heraus. Obenauf stelle ich meine Schüssel mit der fertigen Soße und ab damit in den Kühlschrank. Die Kartoffeln werden noch einmal durchgerührt und es wird probiert, ob sie gar sind. Wenn nicht, müssen sie noch weiter gebraten werden. Erst wenn die Kartoffeln wirklich weich sind, kann mit dem Garen der Kalamari begonnen werden, denn das geht ganz schnell und dauert nicht einmal 3 Minuten.
Die Kalamari werden nun abgewaschen, um das Backpulver abzuspülen. Anschließend wird alles mit einem Teelöffel Maisstärke bestreut und diese verteilt. Die Fangarme lege ich wieder zusammen, denn sie werden zuerst angebraten. Ich setze die Pfanne aufs Feuer bei mittlerer Hitze, gebe etwas Öl hinein und in die noch nicht heiße Pfanne gebe ich nun die Kalamari-Tentakeln. Ich lasse sie etwas warm werden und rühre sie einmal kurz durch. Anschließend gebe ich die Körperstücke hinein und rühre nun ständig, damit der Pfanneninhalt die Wärme möglichst gleichmäßig aufnehmen kann. Von der Hitze fangen die Stücke an, sich zusammenzuziehen und verbiegen sich zu kleinen Rollen. Dann sind sie auch schon gar. Nun gebe ich noch etwas Wasser hinzu, damit die Maisstärke abbinden kann, sowie einen Teelöffel von meiner Knoblauchpaste. Bitte beachtet, die Garzeit beträgt wirklich nur 1 Minute, sonst werden die Kalamari zäh. Kartoffeln und Kalamari können nun auf den bereitstehenden Tellern angerichtet werden. Die bereits fertige Salatsauce wird auf den Salat gegeben und untergerührt. Es kann gegessen werden. Hier seht ihr die Knoblauchsoße, den Salat und die Kalamaris mit den Kartoffeln. Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr die Kalamari doch selber küchenfertig machen müsst, dann seht euch mein anderes Video an, denn dort zeige ich, wie es geht. Der Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und wie immer, guten Appetit!